Ja, was gibt es Besseres, als auf Masse zu gehen, wenn man kurz vorm Level-Up steht? Also schön auf Masse am Nordmeer, aber auch mit Klasse. Naja, die Klasse, naja, ist mal so dahingestellt. Also es ist schon ein etwas wertigerer Fisch, den ich hier gerade suche. Und es ist auch einer, der mir noch fehlt. Beziehungsweise alle 3 Versionen davon vom Rotbarsch. Und die dürfen gerne, naja, auch ein bisschen größer werden als hier der kleine Rotbarsch. Also, Rotbarsch ist das Ziel. Und das sieht auch schon ganz gut aus, oder? Also, die ersten Rotbarsche sind da. 1,1 Kilo auch schon. Und das Ganze soll hier oben funktionieren am 80er. Oder ist es das 75er? Gleich noch mal eben gucken. 75er ist es. Und ja, bisher ist es schon gar nicht so schlecht. Und dann gibt es ja auch noch extra diese Aufgabe mit der Endblei-Montage, ne? Mit dieser Paternoster-Montage, Rotbarsch zu fangen. Und das wäre natürlich was, ne? Eine Rotbarsch-Trophy als Qualifikation abschließen. Hätte schon was. Ich liebäugel natürlich gerade damit, ob ich das nicht damit einfach mache. Und dadurch, dass ich den halt noch nie gefangen habe, es fehlt mir einfach jeder Rotbarsch hier noch, teste ich jetzt gerade erstmal eben die Köder. Naja, wenn das Ding halt irgendwann reingeht, wäre es natürlich schön, wenn es dann direkt natürlich auch auf diese Herausforderung reingeht. Das wäre natürlich nicht verkehrt dann als Trophy, ne? So, 1,8, naja, ich bin schon ganz zufrieden, ne? Das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Die können gerne weiter reinballern. Gucken wir mal hier. Alles auf die Eels. Also auf Gummi-Eel, genau. Diese Gummimax in verschiedenen Versionen. Ja, geht aber komplett. Also komplett da drauf. Nichts auf dem dicken, fetten Pilker. Damit bin ich auch gerade deutlich zu groß auch unterwegs. Also mit so einem riesen Pilker muss man ja normalerweise auch gar nicht rein hier. Aber es geht halt einfach nur um die Sinkgeschwindigkeit. Genauso würde ich halt jetzt auch mit der Endblei-Montage einfach auf ein Kilo oder so gehen, damit man halt schnell unten ankommt, wenn man eben das passende Setup hat. Wahrscheinlich könnte man das auch einfach pilgen. Ja, mit der kleinen Pilgroute könnte wahrscheinlich auch gehen. Aber die Frage ist, was sind die Beifänger? Und gibt es hier irgendwas, was auf dieses Setup dann auch reingeht, was übelst halt reinballert, was einem vielleicht leer ziehen könnte? Ich meine, das 75er oben, das ist, naja, zum einen ist es relativ weit weg, also man sollte sich hier vielleicht ein bisschen Zeit nehmen. Für so ein Stundenticket ist das schon immer ein bisschen knapp. Zum anderen, ja, also das muss halt dann auch passen, ne? Wenn man hier schon so weit rausfährt, quasi bis ans Ende der Map, dann müssen hier auch die Brocken reinballern. Und tja, ob das halt hier so klappt, das ist halt die Frage, ne? Bisher muss ich sagen, ist es okay. Das passt. Also, ja, schon gar nicht so verkehrt. Die XP muss ich mir gleich mal eben angucken. Ich bin ja jetzt so knappe 200.000 entfernt vom Level Up. Oder nur noch 100? Ich glaube nur noch 100.000. Wir gucken gleich nochmal eben rein und dann ist es auch schon bald erledigt. Was bringen die denn hier, die kleinen Rotbarsche? Bin ja gespannt. Lohnt sich das auf Masse? Kohlemäßig ist es eigentlich nicht schlecht. Also die kann man ganz gut nehmen, um damit auch ein bisschen Cash zu machen. Wie gesagt, gerade wenn halt die Frequenz so wie jetzt hier gerade gut läuft. 8.000 für einen 2 Kilo. Ja, ist glaube ich ganz okay. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ist halt jetzt kein super seltener. Aber das passt. Das ist hier, genau, von der Qualifikation gucken wir uns gleich mal rein. Bei mir sind es noch, na guck, keine 100.000 XP mehr für Level 48 dann. Und bei der Herausforderung Meeresangeln ist es Rotbarsch Trophy auf Endblei-Montage. Und weißt du was, ich baue das jetzt um. Also wir gehen hier einfach mal rein auf die Endblei-Montage und dann sehen wir auch gleich direkt das komplette Setup. Also ich bleibe mal so schwer hier unterwegs, komplett auf dickes Set. So, und auch hier natürlich, je nachdem was halt reingeht, ne, weiß man halt immer nicht, deswegen erstmal auf Nummer sicher gehen.
komplett hier auf 180er Setup. Genau. Lockmittel ist dann hier einfach nochmal so ein roter Stick. So, das machen wir hier auch ganz simpel. Zack, 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 zack. 1, 2, 3. Und dann kommen hier die Haken hier dran. Das sind sie, die Gummi-Eels in der Größe 6 sogar nur. Schwarz-Rot. So, habe mich gerade schon gewundert. Da ist er. So, da müssen wir hin. So, mit dem Dingen jetzt einfach raus. Locker runtersinken lassen. So, Bremse, ja, passt schon. Und das sinkt natürlich hier super schnell nach unten. Riesenvorteil an diesen Meeresgrundmontagen, wie zum Beispiel die hier, also alle Grundmontagen, wo halt ein dickes Blei dran hängt, die sinken halt deutlich schneller runter. Und dann aber auch, wie bei den anderen, so 2, 3 Meter über den Grund. Da ist es jetzt hier gleich, Bewegung in Grundnähe. Genau halt so reinbommeln. Na, kommen wir noch rein? Doch, da jetzt. Bewegung in Grundnähe, genau da will ich rein. Also genau so kurbeln, dass man eben ganz knapp diese Meldung hat. Das heißt, wenn ich jetzt hochziehe, bin ich gleich schon wieder raus. Na, doch nicht, doch jetzt hier. Also lassen wir es bis hierhin runter. Und dann bin ich da relativ knapp drin. Jetzt sieht man das natürlich hier oben so gerade eben. Na, hier ist ja so eine vertiefte Stelle. Und da ist es dann halt mal ein bisschen tiefer, mal wieder ein bisschen flacher, je nachdem, wie man hier halt gerade hin und her driftet. Das heißt, da muss man natürlich dann auch immer ein bisschen gucken. Und gerade diese Kantenbereiche von diesen Untiefen, naja, die sind halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Dann bist du halt auf einmal an der Kante, dann musst du wieder nachkorrigieren und so weiter. Kommst ja aus dieser Führungsmethode sozusagen raus, aus diesem Bewegen und Grundnähe. Grundsätzlich bin ich nicht so der Riesenfan davon. Also ich werde das jetzt natürlich ein bisschen testen. Keine Ahnung, vielleicht mal so 20 Minuten oder so. Und wenn das jetzt gleich auf dieser Montage nicht so gut läuft, naja, dann muss ich halt was anderes testen. Dann gehe ich halt wieder ins Pilken rein, weil das Pilken ganz gut funktioniert. Du hast halt diese aktiven Gummimax. Warum aber diese Herausforderung existiert, damit es besonders schwer ist, würde ich ja sagen, eher nicht. Wahrscheinlich eher, weil man die normalerweise auch ganz gut darauf fängt. Aber es ist trotz allem nicht so easy und ja, wie gesagt, mir fehlt das Ding halt schon lange. Und vielleicht, naja, vielleicht ballert er ja hier rein. Wir gucken gleich nochmal eben kurz auf die Map und dann haben wir eigentlich auch schon sämtliche wichtigen Infos, ne? Na? Oh, der nächste kleine. Das sind auch echt der kleinste jetzt hier gewesen. Oder ich nehme gleich nochmal 8-0er. Da müssen wir auch nochmal eben gucken, ob es die Eels auch in 8-0 gibt. Also nochmal deutlich größer. Ja, wie gerade schon gesagt, 75er. Und 75er tatsächlich hier oben in dieser Area. Jetzt drifte ich hier schon gerade weg. Also hier oben in dieser Area ist, wie gesagt, diese Vertiefung. Und an dieser vertieften Stelle, so, genau, 75, 2 Meter über den Grund, langsam wieder runterlassen, zack, da hängen wir genau drinne. Perfekt, so soll das sein und so können sie, zack, können sie gerne reinballern. Ja, aber der hat schon wieder ein bisschen mehr Gewicht. Könnte vielleicht auch um die 2 Kilo sein. Na, ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt. Rotbarsch auf Kommando und das dann natürlich auch noch mit der gesuchten Endblei-Montage. Wäre nicht so schlecht. Das wäre nicht so schlecht. Also ich werde es auf jeden Fall gleich probieren. Jetzt gucke ich gleich noch mal kurz rein, ob es auch den gleichen Köder als 8-0er gibt. Direkt wieder übertreiben. Dass der auch immer übertreiben muss. Aber ja, wenn man so eine Trophy haben will, dann versucht man es vielleicht auch nochmal eine Nummer zu groß. Wenn da jetzt allerdings dann andere Fische draufgehen, weil er zum Beispiel sowas hier, ein oller Lump, dann ist das natürlich wieder uncool. Dann will man das nicht. Als erstes fahre ich jetzt allerdings nochmal kurz zurück auf diesen, hier unten auf diesen Beutel sozusagen, der hier unten so dranhängt. Nennen wir es mal so. So, bisschen zurück. So, ungefähr in der Area. Gleich ist schon wieder Driftwechsel. Von daher passt das schon. So, und jetzt müssen wir aber nochmal eben gucken. Gibt es diesen Gummi-Eel 605 auch als 8er? 8er hier. 8er05, ja. Und das heißt, ich nehme die jetzt mal. Einfach, wie gesagt, nochmal eine Nummer übertreiben.
deutlich größer. Also 8.0er Haken ist da jetzt direkt mit integriert. Und dementsprechend raus damit. Und gucken, ob da drauf nicht einfach nochmal so ein richtig schön dicker Brocken reinballert. Wäre doch nicht so schlecht. Ja, ich glaube, wir haben aber eigentlich alles, ne? Das ist es. Also es geht um den Rotbarsch. Er ist auf jeden Fall schon mal da. Er hat sofort funktioniert mit dem Rotbarsch auf diesen Köder. Ach, guck mal, hier sind aber auch einige gute, dicke Spots. 77, ziehen wir mal 2 Meter hoch. 75. Na, und schon bis. Na, guck. Ja, genau so. Aber auch was Kleines. Auch was Kleines. Ja, jetzt heißt es abwarten. Abwarten, rumprobieren. Ich würde es auf jeden Fall auch mit dem Pilken probieren. Warum auch nicht? Einfach mit dem Pilken, vielleicht sogar mit anderen schwarzen Ködern noch weiter probieren. Auch durchaus eine Option, dass man vielleicht gar nicht mit dem Gummi-Eel da reingeht. Vor allem, wenn man diese Gummimax vielleicht noch gar nicht frei hat. Dann kann man das auch bestimmt mit anderen Ködern probieren. Klappt bestimmt auch. Und dann einfach probieren, was hier noch so alles reingeht. Ja, einfach mal eine Stelle. War ich schon ewig nicht mehr. Auch oben am 75er war ich einfach schon lange nicht mehr. Kann man auf jeden Fall mal testen. Ran hier. Rumprobieren, gerne auch Feedback geben, ob das bei dir geklappt hat hier mit dem Rotbarsch an dem Spot. Wenn ja, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr und an den anderen Tagen auch immer um 19 Uhr. Und danach geht es noch immer schön rein in den LS25. Bis dahin.